Mittlerweile konnte ich schon ziemlich viele Business Classes von den verschiedensten Airlines auf der Welt fliegen. Manche waren spektakulär, andere eher enttäuschend. Eine europäische Airline, von der ich schon ziemlich viel Gutes gehört habe, fehlt aber noch. Und das ist Finnair, die gerade mit ihrem Sitz auf ein komplett anderes Konzept setzen als fast alle anderen Airlines. Wir fliegen heute Finnair Business Class im A350 von Shanghai nach Helsinki und dann geht's noch weiter nach Düsseldorf. Ich bin gespannt und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten letzten Tag aus dem heute leider verregneten Shanghai, aber ist auch gar nicht schlimm. Ja, heute ist wirklich richtiges Shitwetter. Ist am strömender Regen. Deswegen wird es auch mal so langsam Zeit, hier China wieder zu verlassen. Ich war jetzt insgesamt über 2 Wochen hier. Glaube ich sogar 8 Videos abgedreht am Ende. Ja, und das ist jetzt vermutlich das letzte, weil es ist der Rückflug. Was wir heute vorhaben, und ich bin auch schon sehr gespannt, erkläre ich euch gleich sofort. Ich zeige euch einmal kurz das Zimmer, weil von diesem Hotel habe ich leider gar kein Hotelvideo oder so gedreht, weil ich auch einfach jetzt mal für mich ein paar Tage Ruhe brauchte, ohne jeden Tag zu filmen. Auf die Dauer ist das auch ein bisschen anstrengend und die Videos sollen ja auch an Qualität nicht verlieren. Das hier ist das Mandarin Oriental in Shanghai. Gibt leider kein Video dazu, weil, also es ist ein super geiles Hotel, nur ich finde für ein extra Video hätte sich das jetzt nicht gelohnt, aber ich zeige es euch mal. Ich habe hier einen richtigen Schnapper gemacht, 200 € pro Nacht bezahlt, mit $100 Guthaben inklusive und Upgrade in die beste Zimmerkategorie. Also wirklich ein Riesenzimmer und auch super Service. Also dieses Hotel kann ich euch echt empfehlen. Ich hatte, glaube ich, noch nie ein Hotel mit so einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wenn ihr mal in Shanghai seid, hier geht's noch weiter, hast du dann sogar ein richtiges Wohnzimmer. Ja, sehr, sehr schön. Hier war ich jetzt die letzten 3 Nächte, nochmal ein bisschen Shanghai genossen. Ich muss auch sagen, Shanghai ist auf jeden Fall meine Lieblingsstadt. Die ist nicht so chaotisch wie die anderen Städte und auch einfach sehr, sehr schön. Also, ja, kann ich euch empfehlen. Fahrt mal nach Shanghai. Eine Woche reicht dann auch. Wobei, wenn man dann schon mal hier ist, sollte man sich auch noch andere Städte angucken, sicherlich. Aber das Hotel hier ist auch eine absolute Empfehlung von mir. Mandarin Oriental Shanghai. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Vielleicht sogar mit dem Transrapid, dem schnellsten Zug der Welt. Der fährt nämlich hier von der Innenstadt zum Flughafen, zum internationalen Flughafen. Und dann fliege ich über Helsinki, habe ich hier bucht. Finnair Business Class nach Hause. Also erst nach Helsinki und dann geht's nach Düsseldorf. Das wird eine lange Reise. Ich fliege in 4 Stunden und dann erstmal 14 Stunden nach Helsinki, dann 3 Stunden Layover und dann geht's weiter nach Düsseldorf. Ich check jetzt hier erstmal aus und wir sehen uns dann gleich entweder beim Zug oder bei der Lounge am Flughafen. Bis gleich. So Leute, kurzes Update. Ich bin jetzt im Shuttle hier und fahre zum Flughafen. Eigentlich wollte ich ja jetzt hier zum Transrapid-Zug fahren, nur wir stecken so im Stau, das würde jetzt alles viel zu lange dauern und ich habe gerade tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich meinen Flug verpasse. Wird schon nicht passieren, aber wir brauchen jetzt von hier aus noch 65 Minuten und dann komme ich 10 Minuten bevor die Kofferabgabe von Finnair schließt am Flughafen an und eigentlich wollte ich meinen Koffer aufgeben und ich hoffe, das bleibt jetzt auch halt bei der Zeit hier. Das ist, also der Verkehr halt so abends ist in Shanghai wirklich dann echt immer Katastrophe, weil normalerweise fährt man so eine halbe Stunde. Naja, kann ich mir den Transrapid heute leider in die Haare schmieren. Fahren wir den einfach, wenn ich das nächste Mal hier bin bei den Chinesen. So Leute, angekommen am Flughafen. Das hat jetzt wirklich 1,5 Stunden gedauert. Echt so schade. Das mit dem Flug hätte ich so gern gemacht. Hier bin ich vor gut 2 Wochen angekommen und hier geht es jetzt auch zurück. So Leute, hier haben wir meinen Flug. Nach Helsinki geht es ja erstmal. Boah, okay Leute, ich habe es geschafft. Manchmal hat man ja dann so ein bisschen Stress, aber alles easy. Das hat dann doch recht zügig noch geklappt mit dem Taxi und hat nicht noch länger gedauert. Und hier ist Security-Check und so ging auch richtig schnell. Und der Flug hat jetzt sogar noch 20 Minuten Verspätung. Also alles entspannt. So, wir fliegen heute zum ersten Mal in meinem Leben Finnair Business Class im A350. Die haben vor einigen Jahren komplett alle Flugzeuge auf die aktuelle Business Class umgebaut. Die ist recht besonders und sieht cool aus. Hat so ein paar individuelle Eigenschaften, die, glaube ich, keine andere Airline so hat oder ist zumindest nicht weit verbreitet. Ich habe gehört, den Sitz kann man nicht so ganz verstellen. Man liegt da wie in so Kokons, aber soll wohl trotzdem richtig gut sein. Ich bin sehr gespannt und wir gucken mal, was das heute für ein Flug wird. Das ist ganz interessant. Normalerweise, wenn man Business fliegt, hast du ja immer auch eine Lounge mit dabei. Bei Finnair, und das gibt es wohl bei Katar auch, Lufthansa hat das jetzt wohl auch eingeführt, gibt es so einen Light- oder Saver-Tarif auf der Business Class. Dann hast du nichts dabei. Darfst nicht vorne boarden, hast auch super wenig Gepäck. Ich habe eigentlich jetzt sogar einen Koffer zu viel, keinen Loungezugang und ich habe das anscheinend gebucht. Also ich habe halt einfach das günstigste gebucht, mache ich meistens so. Essen und so kriege ich aber wohl. Aber gut, deswegen bin ich jetzt hier in so einer chinesischen Lounge gelandet, aber da wäre ich auch so gelandet, weil Finnair hat keine eigene Lounge. So, jetzt zurücklehnen und dann freue ich mich auf den Flug. Bis gleich, dann geht's zum Boarding. Kollege Jonas ist jetzt auch noch eingetroffen, aber wir fliegen nicht zusammen. Zum Glück. Wo fliegst du denn jetzt hin? Ich fliege nach Berlin. Über München mit der Lufthansa Allegris First Class. Mein 8. Mal dieses Jahr. 8. Mal erst? Ja, dieses Jahr. Mit der Allegris. Aber wir haben ja auch schon, ist ja auch schon März. April haben wir schon. Und du musst jetzt auch hier in diese Lounge oder wie? Nee, ich habe die First Class Lounge. Gibt es hier eine First Class Lounge? Ja, die China Airlines First Class Lounge. Air China First Class Lounge.
Ah, ich habe gar keine Lounge bei Finnair mit drin. Haben sie mir alles hier strichen von meinem Tarif her. Bevor es jetzt ins Flugzeug geht, wollte ich eine Frage unbedingt noch beantworten, die mir andauernd auf allen möglichen Social-Media-Plattformen von mir gestellt wurde, während ich halt in China war. Und zwar, ob es für mich möglich gewesen ist, YouTube, TikTok, WhatsApp, Instagram und so weiter und so fort, halt diese ganzen westlichen Social-Apps zu benutzen. Weil klar, ich habe das irgendwann mal gehört, aber so ganz auf dem Schirm habe ich es auch nicht. In China gibt es ja diese chinesische Firewall, die eigentlich das alles blockiert. Somit ist man dann manchmal als Touri, wenn man überhaupt keine Ahnung hat und da dann landet, ein bisschen aufgeschmissen in der heutigen Zeit. Ich kann aber sagen, ich hatte recht wenig Probleme und konnte fast immer auf alle möglichen Apps zugreifen. Gelöst habe ich das folgendermaßen, und zwar passenderweise kommt da auch mein Partner Arelo ins Spiel. Bevor ich nach China geflogen bin, habe ich mir eine chinesische eSIM gezogen. In meinem Fall direkt einfach mal 50 GB für 43 €, weil ich brauche halt viel Datenvolumen. Die habe ich dann auf mein Handy geladen und als ich in China ankam, einfach aktiviert. Ich war ja auch die erste Woche in Shanghai, da hatte ich dann gar keine Probleme. Ich brauchte nicht mal einen VPN. Das liegt daran, weil die Server, über die das Ganze dann läuft, halt nicht in China sitzen und quasi diese chinesische Firewall so ein bisschen umgehen. Dann war ich allerdings auch noch in Shenzhen und Guangzhou und da konnte ich einfach manchmal TikTok nicht benutzen. Ich habe keine Ahnung wieso, sonst ging alles zuverlässig und flüssig, das Internet war auch immer schnell und ich glaube, entspannter in China an Internet kommen geht nicht. Ich habe auch von Leuten gehört, dass sie sich dann in China eine chinesische Telefonnummer geholt haben. Da muss man sich dann aber auch passend ausweisen. Alles kompliziert und darauf habe ich einfach keinen Bock. Deswegen auch hier klare Empfehlung von mir, mein Langzeitpartner Arelo, der größte Online-eSIM-Anbieter der Welt, gibt für fast alle Länder der Erde tolles Datenvolumen und ich wollte auch mal auf die Unbegrenzt-Pässe hinweisen, die es dort jetzt neu zu kaufen gibt. Mit meinem Code ALEXV gibt es 2,50 € Rabatt auf eure erste eSIM. Erster Link in der Videobeschreibung. Downloadet euch Arelo aus dem App Store oder Play Store und wir springen jetzt zurück nach Shanghai. Haha, hat geklappt. Ich musste nicht extra zahlen. Also eigentlich dachte ich, das wird nichts. Weil das ist ja so auffällig und ich habe halt nur einen Koffer eigentlich. In Finnland dann bestimmt. Und hier haben wir dann auch das Flugzeug. Ein A350. Ja, sieht ganz schön aus, ne? Wobei das Design finde ich ein bisschen langweilig. So Leute, das wird jetzt ein bisschen schwierig mit dem Film hier, mit dem ganzen Gepäck. Zumindest wie ihr es sonst von mir kennt. Muss ich mal kurz improvisieren. Ah, hier steht ja eh keiner. Dann ist ja auch egal. Hallo. So, jetzt haben wir es. So viel Gepäck hatte ich auch noch nie dabei, das ist aber echt Quatsch. Ich habe so viele Fake-Sachen hier gekauft, deswegen. Also zumindest halt so ein paar Schuhe. Und dafür brauche ich jetzt noch so einen Koffer. Der ist auch fake. Macht man sich strafbar, wenn man das öffentlich sagt? Das war alles nur aus Comedy-Gründen. Los ging's dann mit meinem geliebten Finnair Blueberry Saft. Viele Airlines haben ja so ihren Signature Drink und da muss man echt sagen, Finnair hat den besten. Ich habe dann ein bisschen meine Kabine inspiziert und möchte euch das nochmal kurz erklären. Normalerweise hat man in der Business Class ja einen Sitz, den kann man dann elektrisch zurücklehnen und am Ende entsteht dann ein flaches Bett. Bei Finnair ist das jetzt komplett anders. Man kann die in Anführungsstrichen Rückenlehne nämlich gar nicht verstellen und sitzt eher die ganze Zeit in einer sofaartigen Schale. Zum Schlafen kann man dann einfach die Beinauflage hochklappen und sich dann trotzdem komplett flach hinlegen. Was man dadurch echt loben muss, man hat extrem viel Platz und man kann sich halt hinlegen, quersitzen, wie auf einem Sofa chillen und durch den Kokon hat jeder auch viel Privatsphäre. Ich finde den Sitz mega cool, alles andere war dann eher so, naja. Kurz noch das Menü gecheckt, Schläppchen gab es natürlich auch und dann hieß es Takeoff. So Leute, wir sind mittlerweile gut abgehoben. Wir sind mittlerweile schon ein Stündchen unterwegs. Bis jetzt bin ich schon echt zufrieden mit allem. Gibt nichts, wo ich meckern würde. Schöne Kabine, toller Service, richtig nette Crew. Ich glaube, jetzt gleich kommt auch schon Essen. Hier gab es gerade ein paar Nüsse und eine Cola Zero. Es ist alles ein bisschen dezenter. Also auch hier das Amenity Kit. Jetzt nicht so prunkvoll, sage ich mal, wie in anderen Business Classes. Auch das Menü ist recht einfach, gibt jetzt auch nicht so viel Auswahl, aber ist ja nicht unbedingt schlecht, sofern das Essen gut ist. Natürlich wird es da sehr schwer auf Level von Turkish Airlines oder Austrian oder so zu kommen, aber ich bin mal aufs Essen gespannt und melde mich jetzt gleich wieder. Man sitzt hier halt so ein bisschen wie auf so einem Sofa, ne? Schön wie zu Hause im Wohnzimmer auf dem Sofa. Ich bin mal gespannt, wie das später ist, wenn ich die Kabine noch so ein bisschen verstellen werde, aber an sich
coole Business Class. Und alles top moderne, das merkt man auch. Also der Fernseher reagiert direkt. Hightech, MyTech. Ja, das ist schon gut. Die Noise-Canceling-Kopfhörer waren smart versteckt da hinter mir in diesem Mini-Schränkchen. Wie gesagt, alles super modern, tolles Design, schlicht, sieht optisch super aus. Aber jetzt werfen wir auch mal einen Blick ins Menü. Gibt 2 kalte Vorspeisen, einmal Smoked Chicken with Tofu and Mushroom Salad, Roasted Beef mit bisschen Kartoffelsalat, als Hauptspeise dann gebratene Schweineschulter mit Nudeln. Ich habe mich für den gebratenen Wolfsbarsch mit Paprikasauce, Erbsenpüree mit Minze entschieden. Vegetarische Option war dann hier geschmortes Tofu nach chinesischer Art mit Sesamreis. Und als Nachtisch gibt es dann entweder Käse, Oreo-Cheesecake oder Zitronenkuchen. Da habe ich unterm Strich schon mal eine schönere Karte in der Business Class gelesen, aber ist natürlich auch alles andere als schlecht. So Leute, Essen ist angekommen. Ich bin ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Also ich habe zwar schon mal gehört, dass das Essen bei Finnair absolut nichts Besonderes ist, aber es ist eigentlich genauso wie in der Echo. Die kommen hier mit dem Wagen. Kannst dir dann 1 von 3 Sachen auswählen. Gab hier jetzt Fisch, Schwein und Tofu. Und dann kriegst du die Vorspeisen mit dem Hauptgang hier einfach hingestellt. Ja, sieht okay aus, natürlich schon besser als in der Echo, keine Frage. Aber da habe ich jetzt eigentlich mit mehr gerechnet. Naja, probieren wir mal. Ich habe mich für den Fisch entschieden. Bisschen Brot hier dazu. Genau, starten wir mal hier mit dem Beef, mit Kartoffeln. Auch sehr fleischlastig, das Menü. Es gab keine vegetarische Vorspeise. Ja, ein bisschen trocken. Also das Brot hier ist auch absolut nichts Besonderes. Viele Airlines haben ja wirklich richtig tolle Brotauswahl, dann auch so frisch warm gemacht, riecht lecker. Das ist einfach nur pappig. Hier haben wir noch ein bisschen Chicken mit Pilzen, ist allerdings kalt. Ja, und hier, das ist die Hauptspeise. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ich muss nochmal einsprechen. Was ist das Grüne hier? Schmeckt so ein bisschen wie Spinatpüree oder so. Das ist wenigstens warm. Ja, das gefällt mir. Bisschen Süßkartoffel hierbei. Aber warum nur 2 Stück? Oh, die Süßkartoffel ist lecker, aber leider nur 2 Stücke erwischt. Blumenkohl und das ist, glaube ich, Seebass. Gibt's das? Ich bin ja eigentlich kein Fischliebhaber, aber im Flugzeug Fisch ist dann immer die richtige Wahl. Das sollten die Finnen ja auch können, ne? Ja, das schmeckt mir wohl. Ich muss aber auch sagen, mit der nordischen Küche bin ich noch nicht so ganz warm geworden. Ich finde, da können wir besser kochen, also in Deutschland oder die Österreicher. Ich habe noch nie so hammermäßig gegessen, als ich zum Beispiel in Norwegen oder Schweden, Finnland war. Es war immer ein bisschen bizarr, manchmal so die Gerichte. Die haben da ganz andere Zusammenstellungen als wir. Ich glaube, der Nachtisch wird tatsächlich am besten Oreo Cheesecake. Ich esse jetzt erstmal auf und melde mich dann später nochmal. Oreo Cheesecake klingt doch vielversprechend. Der kam dann auch an, sah an sich super aus, geschmacklich irgendwie, naja. Also da muss ich echt sagen, was das kulinarische Angebot angeht, war ich schon enttäuscht. Das war eher schlecht. Und ich persönlich muss schon sagen, dass ich so Konzepte wie Austrian oder Turkish Airlines mit diesem Koch an Bord einfach liebe. Eine kleine Show über den Wolken mit tollem Essen. Das ist dann halt auch immer eine Sache, auf die man sich als Gast richtig freut. Dann habe ich mich auch schon bettfertig gemacht. Kurzer Blick ins Amenity-Kit. Zahnbürste, Zahnpasta und eine Schlafmaske war drin. Mein Bett habe ich dann selber gemacht, aber das ist ja auch extrem schnell gemacht. Entertainment-Angebot noch durchgestöbert, ein Filmchen angemacht. So Leute, ich habe jetzt hier selber gerade mein Bett prepared. Ich glaube, das hätte die Crew aber auch gemacht, aber kann ich auch selber. So schwer war es nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. First Reaction. Also lang genug ist es auf jeden Fall. Ich dachte nämlich erst, man kann ja nicht komplett liegen, sondern halt eher so wie auf dem Sofa, so mit einer Lehne. Aber super. Da ganz hinten sind meine Füßchen. Bildschirm. Also man hat wirklich super viel Platz und man liegt auch einfach gut in diesem Kokon und ich bin dann oberhalb der Gobi-Wüste ganz entspannt und sehr, sehr gut eingeschlafen. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin erwacht und es war einfach nur noch eine halbe Stunde bis Landung. Ich habe wirklich auf noch keinem Flug in meinem Leben so gut durchgeschlafen wie hier. Meinen Frühstücksjoghurt habe ich dann leider nicht mehr bekommen. Hab mich gewundert, weil laut der Map sind wir einfach über die Ukraine geflogen, aber ich glaube, das ist eher ein Anzeigefehler. Und dann hieß es Landeanflug auf Helsinki. Bremst denn dieser Airbus? What the fuck? Was war das für ein Bremsweg? Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen.
aus Helsinki. Ja, ich bin hier jetzt schön eingecheckt. Nicht in der Finnair Lounge, weil das ist ja nicht bei mir im Tarif mit drin. Hab mir jetzt irgendeine genommen, wo ich jetzt hier 2 Stunden noch verbringen muss und dann geht's auch schon weiter nach Düsseldorf. Hier in Helsinki geht auf jeden Fall jetzt gerade die Sonne auf, also es wird hell. Hab jetzt hier auf jeden Fall einen tollen Blick aufs Rollfeld. Ich muss sagen, Flug war super. Ich wundere mich ein bisschen über mich selber, weil eigentlich, egal was ich fliege, ob es First Class ist oder was weiß ich kann eigentlich im Flieger nicht gut schlafen. Also ich schlafe maximal vielleicht mal 4 Stunden und dann wache ich auch die ganze Zeit auf. Aber ich habe laut meiner Smartwatch hier 8,5 Stunden durchgepennt. Also ich bin in China noch eingepennt über der Gobi-Wüste und heute Morgen aufgewacht, da waren wir schon fast in Finnland. Also keine Ahnung, wie das passiert ist. Anscheinend war der Sitz so bequem. Ja, das muss ich wirklich sagen. Also man konnte da super schlafen. Tolles Produkt an sich. Das Einzige, was mich jetzt nicht umgehauen hat, war das Essen. Also das war eher schlecht und auch nicht Business Class-like. Aber das ist einfach das Konzept von Finnair. Die gehen das ein bisschen anders an. Vielleicht ein bisschen zukunftsorientierter, weil die Fliegerei verändert sich ja auch in Richtung, dass alles, ich sag mal, praktischer wird, anstatt noch prunkvoller oder noch luxuriöser. Wobei ich das eigentlich auch ein bisschen schade finde. Also an sich finde ich es schon geiler natürlich, wenn man auch richtig geiles Essen bekommt, ist ja klar. Aber anders wüsste ich es mir nicht zu erklären. Ich glaube, ich habe alles ganz gut eingefangen. Ist auf jeden Fall eine nice Business Class. Wenn man jetzt nicht Wert auf super Service, super Essen legt, dann kann man damit fliegen. Ist praktisch, man kann gut schlafen und hat genug Platz und ist eine top moderne Kabine natürlich. Ne? Und soweit ich weiß, hat Finnair auch auf jeden Langstreckenflügen genau diese Kabine. Ich habe online rausgefunden, dass es gewisse Strecken gibt, wo dann das Essensangebot doch noch ein bisschen umfangreicher sein soll. Allerdings ist die Strecke nach Shanghai nicht dabei. Checke ich jetzt auch nicht so ganz, weil es natürlich eine lange Strecke, ne? Ich fand es soweit okay. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, was ich bezahlt habe, weil da ist dann so ein bisschen der Haken, finde ich. 2.200 € und dann, passt auf, ist ja der Light-Tarif. Musste ich noch meinen Sitzplatz reservieren. Das hätte nochmal 160 € mehr gekostet, damit ich am Fenster sitzen kann. Das konnte ich allerdings mit Meilen bezahlen. Und dann halt ohne Lounge, ohne viel Gepäck, ist das schon arschteuer. Ist auch ein bisschen der aktuellen Lage geschuldet. Aber fliegt am besten nur mit Finnair, wenn es wirklich finanziell Sinn macht und nicht zu teuer ist. Sonst würde ich es eigentlich nicht machen. Da gibt es schon, finde ich, vom Gesamtpackage her coolere Airlines. Bin soweit zufrieden, gut ausgeruht. Ich habe heute nämlich einen langen Tag in Deutschland, wenn ich wieder ankomme. Das ist ein bisschen blöd und das ist super, dass ich so viel Schlaf bekommen habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist jetzt das letzte quasi aus China gewesen. Weiter geht's dann mit Videos aus New York. Wir fliegen Allegris Business, Lufthansa, Swiss Business bin ich auch noch nie. Ein paar geile Hotels in New York, da freue ich mich auch sehr drauf. Vielen Dank für den Support auf den letzten Videos und abonniert auf jeden Fall den Kanal. Haut rein, Leute. Ciao.